Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom West Coast Schnitzel. Wir haben wunderbares Wetter hier in Downtown Los Angeles und wollen euch so zeigen, was man bei so einem herrlichen Wetter so machen kann. Ladies and gentlemen. Wir stehen hier vor der Angels Flight Standseilbahn. Die Standseilbahn wurde bereits 1901 das erste Mal eröffnet, jedoch nicht hier an diesem Standort, sondern auf einen anderen, und hier wurde sie dann später versetzt 1996 eröffnet. Hier kommt man von der Hill Street zum California Plaza hinauf und für $1 sollte man das unbedingt einmal gemacht haben. Hier wurden in den 50er und 60ern auch sehr viele Hollywood-Blockbuster gedreht, sowie aus der modernen Zeit La La Land mit Emma Stone und Ryan Gosling. Wenn man die Angels Flight genutzt hat, kommt man direkt am California Plaza heraus, der sich jetzt gerade hinter uns befindet. Und somit ist man direkt im Financial District von Downtown LA angekommen. So haben es sich die großen Banken nicht nehmen lassen, hoch in den Himmel hinaus zu bauen, so wie die US Bank, Bank of America, Arco. All diese großen Unternehmen haben hier ihren Standpunkt. Wo wir gerade über Hochhäuser sprechen, hinter mir befindet sich das Wilshire Grand Center, das das höchste Gebäude von Los Angeles und auch Kalifornien ist. Hinter mir befinden sich jetzt einige Wohnkomplexe. Und die Mieten in Downtown LA sind auch nicht recht günstig. So zahlt man hier circa für eine Studiowohnung ab $2.000 aufwärts und kann je nach Größe der Wohnung bis in den fünfstelligen Bereich gehen. Damit wir auch etwas Geschichtliches für euch haben, befinden sich hinter mir die City National Bank Towers und die wurden 1969 bis 1972 erbaut und waren so ziemlich die ersten Hochhäuser hier in Downtown Los Angeles. Was man sich auch unbedingt angeschaut haben sollte in Downtown LA ist die Walt Disney Concert Hall, die sich jetzt gerade hinter mir befindet. Diese wurde 1999 bis 2003 erbaut und kostete um die 275 Millionen US-Dollar. Das Los Angeles Philharmonie Orchester ist hier beheimatet, aber es wird nicht nur klassische Musik oder Jazz oder Weltmusik hier gespielt, sondern hat auch die Band Kraftwerk aus Deutschland jetzt ein Special, in dem sie 7 Tage mit dem
LA Philharmonieorchester gemeinsam ihre Alben spielen. Und so sind wir bereits bei unserem letzten Ziel angekommen, was wir uns anschauen werden. Und das ist die Union Station, die 1939 bereits erbaut worden ist und 2022 zum Beispiel über 900.000 Menschen befördert worden sind. Und wie es drinnen ausschaut, schauen wir jetzt einen Sprung rein. Jetzt wird es schwarz-weiß, damit wir hier mehr Emotionen hineinbekommen in den 1939 erbauten Bahnhof hier. Und so kosten zum Beispiel die Tickets, wenn man jetzt nach San Diego runterfahren will, $36, was nicht schlimm ist. Und man ist, glaube ich, in 3 Stunden ist man dann in San Diego. Danke, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Die Polizei sucht uns anscheinend schon. Lasst uns ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei West Coast Schnitzel aus Downtown LA. Hinter mir befindet sich gerade das LA Flights. Wir befinden uns jetzt vor LA Flights. LA Flights. Benutzt. Die Angeles Flight. Die Angeles Flight wurde auch in mehr. Du lachst gerade zu viel. Und ist. Wenn man mit der Angeles Flight hochgefahren ist, kommt man direkt am California Plaza heraus. Das Los Angeles Philharmonieorchester ist hier beheimatet. So wird hier meistens klassische Musik gespielt, Weltmusik. Danke, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Danke, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid bei West Coast Schnitzel. Oh Gott.